Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias und es freut mich, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Ich war vor einiger Zeit im Schwarzwald auf Genießerpfaden unterwegs, habe mir da so als erste Region die Nationalparkregion Schwarzwald ausgesucht. Ja, erster Weg, den ich da gelaufen bin, sprich erster Genießerpfad, war der Satteleisteig bei Baiersbronn. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so war und wie es mir dabei ergangen ist, würde ich sagen, bleibt dran und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen. Start meiner Tour, bei eher moderaten Temperaturen und tristem grauem Wetter, war am Parkplatz Sommerseite, oberhalb von Baiersbronn. Nach kurzem Abschnitt über einen Forstweg führte mich der Sattelleisteig, welcher vom Deutschen Wanderinstitut mit 58 Erlebnispunkten versehen wurde, oberhalb von Baiersbronn bzw. dem Ortsteil Tonbach am Waldrand langsam aber stetig bergan. Kennzeichen für den ersten Wegabschnitt waren vor allem die schönen Blicke ins Murgtal bzw. über Baiersbronn. Von Tonbach wegführend wurde der Weg langsam steiler und führte mal über schöne Waldpfade, mal über breite Forstwege. Belohnt wurde ich für die Mühen mit einem schönen Blick ins Tal. Weiter ging es über den wechselnden Untergrund zunächst auf der Höhe entlang. Oberhalb vom Örtchen Mitteltal machte ich mich wieder an den Abstieg. Bevor ich aber den Ort erreichte, machte der Weg jedoch einen Knick und führte mich oberhalb von Mitteltal und Baiersbronn wieder in Richtung Parkplatz Sommerseite. Die beiden Highlights der Tour sollten aber noch folgen. Zunächst passierte ich die Satteleihütte, eine an einer Wegkreuzung gelegene Wanderhütte. Natürlich konnte ich nicht widerstehen und habe eine kleine Kuchenpause eingelegt. Nach dem leckeren Kuchen ging es dann weiter in Richtung des zweiten Highlights. Erst einmal ging es aber vorbei an einer alten Pflanzschule, welche ich noch ein wenig erkundete und dann weiter über einen schönen Pfad bis zum Rinkenturm, einem Aussichtsturm auf dem Rinkenkopf. Der Aufstieg lohnt sich auf jeden Fall, da man hier erneut eine schöne Aussicht über das obere Murgtal hat. Runter vom Turm ging es im Zickzack bergab
Und so kam ich schließlich wieder am Wanderparkplatz an. Beim Sattelleisteig erwies sich die Wegführung als eigentliches Highlight des Weges. Der Weg hatte einen, bei seinen gerade einmal 58 Erlebnispunkten, recht hohen Anteil an schmalen, schönen Pfaden. Abgerundet wurde der positive Eindruck durch das ein oder andere kleine Highlight, wie die alte Pflanzschule, schöne Aussichten und einer schönen Pausengelegenheit. Die Beschilderung des Weges erwies sich insgesamt als ordentlich, nur an einer Stelle habe ich den Weg wegen etwas unglücklich angebrachter Markierung auf einer Strecke von etwa 50 Metern verpasst. Ja, das war meine Tour auf dem Sattelleisteig. War ein schnuckliger kleiner Weg. Ich hatte vorher gar nicht mal geguckt, wie viele Erlebnispunkte der hat. War im Nachgang doch ein bisschen überrascht, dass er ja in Anführungszeichen nur 58 Erlebnispunkte bekommen hat. Ja, hat doch einen recht großen Pfadanteil, die paar kleineren Highlights zwischendrin, wie zum Beispiel hier die Hütte zum Einkehren, der Turm, war es schon ein sehr stimmiges Gesamtbild. Also wenn ihr mal bei Bayersbronn seid und einen kleinen schnuckligen Weg sucht mit Einkehrmöglichkeit, seid ihr da eigentlich ganz gut aufgehoben. Gut, dann würde ich doch sagen, war es das mal wieder soweit von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mich zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.